Sascha Steiner gehört zum festen Team des Innovation Centers von T-Systems in München. Hier können Kunden Innovationen aus der Informations- und Telekommunikationstechnologie live erleben und anfassen. Das Innovation Center versteht sich also nicht als Technikmuseum. Vielmehr arbeitet Sascha Steiner dort gemeinsam mit Partnern, Kunden und Start-ups in Innovationsprojekten an der Zukunft. Aufstehen, hingehen, die Dinge angreifen, begreifen, und wenn man es verstanden hat, kann man auch sehr gut einen Analogschluss auf sein eigenes Business ziehen und sagen, wo kann ich dies oder jenes bei mir in meinem Geschäftsprozess einsetzen, wo stiftet es bei mir Mehrwert. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, dass der Kunde selbst vor Ort mit die zündende Idee hat, mitentwickelt oder wir die gemeinsam entwickeln. Beratung nach Schema F oder Frontalunterricht gibt's hier nicht. Der Ansatz des Innovation Centers funktioniert anders. Nicht nur, dass wir sagen, wir denken dem Automobiler seinen Prozess, wir verstehen unseren Part und der Automobiler versteht seinen Prozess am besten, und das versuchen wir zusammenzubringen. Also so eine Art Orchestrator zu sein, auch Katalysator, weil wir haben ganz viele spannende, auch große Plattformen, was ja auch 5G, Edge Computing und so weiter, das sind große Wörter, riesige Technologiefelder. Sascha Steiner analysiert neue Technologien und identifiziert anschließend potenzielle Einsatzgebiete. Zum Beispiel für den Mobilfunkstandard der nächsten Generation. So hat die Telekom in Berlin Anfang Mai 2018 die ersten 5G-Antennen in Europa aufgebaut. 5G ist das erste Mal nicht nur ein Mobilfunknetz, wo es schneller, höher weitergeht, sondern da verändert sich fundamental was. Ich kann wirklich verschiedene Netztechnologien verbinden und das ist, glaube ich, der Hauptnutzen, die physikalische Ebene von der softwarelogischen Ebene komplett trennen und wirklich spezielle Netze aufbauen, die für Industrien auch spezielle Zwecke erfüllen können. Und das ist wirklich komplett neu. Ich kriege zum Beispiel eine extrem niedrige Latenz, wenn ich die brauche, und insbesondere bei Edge Computing für Industrieanlagensteuerung oder zum Beispiel für Augmented Reality Anwendungen wirklich im Feld, ganz wertvolle Anwendungen, die so mit dem bisherigen Netz und auch der bisherigen Cloud-Architektur überhaupt nicht möglich sind. Das Innovation Center als Mischung aus Showroom und Arbeitsraum dient den Innovationsteams zudem als Testumgebung. Wir können auch dahinter auf der Labor- und Experimentierplattform ganz viel für uns selbst ausprobieren, evaluieren, was taugt denn wirklich. Wir zeigen es den Kunden wiederum, kriegen von denen Feedback aus erster Hand, und das ist wiederum Inspiration, das weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist eigentlich für den gesamten Prozess des Innovationsmanagements unsere Realisierungsplattform. Das heißt, es ist viel produktiver, als theoretisch am Schreibtisch zu arbeiten und den abgesinnten Business Case zu rechnen, über den ganzen Zyklus immer wieder das Center zu nutzen.